Hallo, hallo. Ja, ich habe so einen Sammeleinkauf, möchte ich euch zeigen. Das ist aus dem Teddy. Als erstes, ja, ich habe mir auch diese 3 Blöcke bei Teddy geholt. So, also ich starte mal mit diesem Block und blätter mal durch. Das sind 24 Blatt mit 3×14 Motiven. Ne? Ja, steht keine Schere, aber doch, es muss ist zum Ausschneiden. Ne? Ja, sehr hübsch. Ich finde, die Motive sind so schön. Thematisch, auch farblich. Ne? So, wie gesagt, je 3 Blatt auf der Sand. Ne? So echt schön. Die Farbe ist auch schön. Das da. Drei Stück. Ne? So, nächstes. Das ist so schön, guck mal. Jedes einzelne Motiv. Voll cool. Und gut, dass man 3 Stück hat. 3 Blatt meine ich. Ja, das ist so ein dunkles Blau, so ein Meeresblau, dunkles Punkt. Auch so Vintage, so für Waschen ein bisschen, ne? Die sind auch so cool. Ne? Tiefwasserwelt. Ja, und da sind diese Etiketten, ne? Aufleger, kann man auch immer was draufstempeln, Spruch, auch 3 Stück, richtig schön. Und guck mal, alle passen hier so. Ne? Ich würde sagen, alles komplett in dem Block dabei. Garten gestalten und auch nicht nur Karten. Ne? Man hat ein Komplett, dass man dann alles gleich hat. Hier zum Ausschneiden, ne? Motive, und die hat man ja 3 Bögen. Genau, 3 Bögen, ne? Kann man 3D sogar damit machen. Auch cool. Dann das zweite. So eine Variante auch noch, ne? Auch echt schön. Und wieder 3 Mal kann man alles in 3D auch noch sogar aufbauen, wenn man mag, ne? Das sind alles Etiketten. Kann man damit auch einiges machen. Sogar hier ist die Idee, dass man da auch ausstanzen kann und eben ein Schüttelelement so gestalten, ne? Damit Fähnchen und Kreise, ne? Alles verschiedene Formen, sehr hübsch. Und da sind auch noch Hintergründe oder so Rechtecke, die man dann damit noch was kann gestalten. So ein Blatt und verschiedene Zuschnitte. Ne? Kann man auch dann aus einem normalen A5 Blatt Designpapier genau so zuschneiden, eventuell. Ne? Und da hat man auch diese One-Shit Technik. Ne?
Und dann auch noch diese Vellum mit Sprüchen. Ja, hat man einiges und sind 1, 2, 3 Mal, ne, gleiche. Hat man genug, ne, für den ganzen Block zu verarbeiten. So, diese ist auch schön, ne, so farblich, so eine Palette. Ja. Finde ich richtig schön. Blättere ich auch durch. Sind ja voll hübsch. Ich glaube, ich kann ein bisschen höher bauen. Ohne Schnickschnack drauf, ohne Folierung und so. Ne? Gute Grammatur, richtig. So dicke Blätter. Steht auch drauf, glaube ich, oder? Irgendwo. 170 Grammatur. Ja, und das da, guck mal, ne? Ist echt voll der Hammer. So schön, auch diese verwaschene Ecken, ne? Das da auch so. Eukalyptus Farbe. Ton, ne? Ja, noch ähnliches. Ja, kann man auch teilen, ne? Ist echt geeignet. Dann drei. So, und die sind sehr unterschiedlich, ne? So, jetzt dieses Motiv. Auch 3 Mal. So, 1. Und die sind schön, ne? Guck mal. Solche Auflieger. Auch 4 Ecken. Und da kann man reinstempeln, ne? So Etiketten. 3 Stück. 3 Blatt, meine ich. Und dann kommen die einzelne Motive, ne, die zum Ausschneiden sind. Und dann auch 3 Mal. Heißt, ja, kann man in 3D dann machen. Dann das nächste ist auch echt hübsch, ne? Oh, da sind ja einige Etikettenformen, Größen, ne? Sogar diese Minis, ne? Und da richtig gut. Auch 3 Stück. So, dann kommen diese Hintergründe, verschiedene Teile, Vierecke, verschiedene Größen, ne? Ja, und dann kommt auch das Vellum, ist immer das gleiche. Hier auch der Weiß, aber sieht man so 3 Stück auch, ne? Schön. Ja. Und dann noch dieses. Auch eine große Auswahl, ne? So, dann 14 Motive für je 3 Mal, ne? Oh wow, das ist echt schön, guck mal. So eins habe ich noch nicht. Ist sehr gut, ne? So,
helles Holz. Oh, die sind schön, guck mal. So Streublümchen. Richtig. Noch 3. Wow, so zart. Absolut, ne? Auch sehr schön. Ja, eben Punkte. Auch so ein lila Ton. Das ist wieder so ein Salbei Ton. So eine Farbe. Auch sehr zart. Obwohl das Röschen sind, ne? Ja, und hier auch noch. Ach, die sind ja schön, guck. Richtig hübsch, ne? Die Ketten. 3-mal. Ja, guck mal. Da gibt es ja was zum Ausschneiden. Sehr schön. Alles so in einer Farbpalette. Das auch noch. Ja, passend zu den Motiven, ne? Ist alles so ein Komplett. Alles aus einem Block dann, ne? Kann man sofort loslegen und hat man alles. Ja, das sind diese Etiketten und dann kommen auch diese Hintergründe, ne? Verschiedene Größen, auch die gleiche Motive wie auch die Designpapiere, ne? Und dann kommt das Vellum, diese Sprüche, sehr schön, ne? 3-mal auch noch, ne? Dann weiter habe ich auch solche noch entdeckt. Sticker sind einzelne Sternchen, nicht Ketten. Guck, ne? Sind keine Ketten, das sind einzelne, schwarz und klar, also klein. Da steht 384 Stück da. Und die eine Variante. So, dann habe ich noch diese bei uns auch bekommen. Die wurden ja schon gezeigt, aber dachte ich, ja, 2 €, kann man ja auch noch was eventuell gießen oder mit Modelliermasse machen, ne? So eine. Auch mit dem Gießharz, ne? Weiter, da habe ich noch jetzt solche Quasten entdeckt. Diese und die Variante. Es gibt mehrere. Ich hatte 5 Stück entdeckt, aber die 2 habe ich mitgenommen. Je 1 €, 8 Stück, ne? Voll klein. Finde ich schön, ne? So, und auch das noch. Guckt mal, die sind doch süß. So Engelköpfchen, ne? So zum Herstellen von Engeln. Drehen wir ein bisschen. Kann man sie sehen, ne? So. Ja, so sehen sie alle aus mit geschlossenen Augen. Aber ja, finde ich voll schön.
Und da kann man ja gucken, was man da dann damit gestalten kann. Ne? So, 6 Stück drin, 1 Euro. Toll, ne? So, und das war auch noch so ein Highlight, dachte ich, wow. So ein Komplettset. Ja, Action hat ja auch einen gebracht, eben Perlenset, Schmuckherstellset, Perlenweb Gerät, ne? Ist dabei. Und das alles auch noch mit inbegriffen, auch eine Anleitung. Ist echt neu für mich, ne? Ich habe ja auch das aus Action, dieses Gerät zum Perlenweben, ne? Aber das da war auch echt interessant, dachte ich. Das ist ja was voll was anderes, ne? Guck mal ein bisschen. So. Guck, da ist dieses Perlenwebgerät. Sieht so aus. Einfach so ein Spanholz, würde ich sagen. Cool. Ja, so klein, ne? So ein Mini. Mobiles. Ja, dann hat man so einen goldenen Faden. Da auch noch goldene. Das sind wahrscheinlich die Spannfäden und das ist dann zum Einfädeln. Weil da ist auch so eine spezielle, in diesem Reagenzgläschen, eine spezielle Nadel. Na, komm raus. Ah ja, guck mal. So eine feine Nadel, ne? Ist dabei. Und der Faden wird so da reingespannt, reingefädelt, ne? So. Dann sind auch Perlen. 2, 4, 6, 7 Gläschen. Auch. Ja, gar nicht so mini klein. Die richtige Größe, würde ich sagen. Diese Farbpalette, ne? Ja. Aber da habe ich noch was unterschlagen. Ne? Guck mal, echt schön. 2, 4, 6, 7. Und die 8. ist die Nadel da drin. So, der Faden, so einer, der ist richtig so dicke Faden, ist zum Spannen wohl. Ja, da ist auch eine Anleitung. Ja. So ein Schmuck. Bluebird zum Weben. Anleitung. Ach, sowas noch, ne? So Beispiele, wie man so alles auch noch verflechten kann. Ja, und das, die Seite noch da, die Schritte. Ja, das wäre auch noch eine weitere Idee, wie und was. So ein Komplettset. Ja, echt interessant. Ja, und ja, auch die Quasten, ne, das ist alles so. Mal schauen, was da wird damit gemacht, aber echt cool, ne? So, dann war es das. Mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüssi.